Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einem Thema bzw. einer Frage, die sich jetzt wahrscheinlich nicht so ultra viele Leute stellen. Aber ich glaube, das ist etwas, was manche tatsächlich nicht wirklich auf dem Schirm haben, obwohl es eigentlich offensichtlich ist. Es steht sogar dabei. Aber wie gesagt, das ist etwas, wo ich mir sehr sicher bin, dass es dem einen oder anderen noch nie so wirklich bewusst gewesen ist. Und zwar geht es um Ranger AoE Skills, um Ranger Skills, besser gesagt um zwei bestimmte Skills, nämlich Ice Arrow und Flame Arrow. Denn diese beiden Skills haben eine Besonderheit beim Ranger. Sie skalieren auf Dex und auf Int. Ja, auf Int, ihr habt richtig gehört. Und viele haben anfangs bei Flive Universe sogar gedacht, dass das irgendwie vielleicht sogar ein Fehler sein sollte oder so, oder dass das irgendwie so ein, keine Ahnung, Joke ist. Aber es ist tatsächlich so, dass Int den Schaden von sowohl Flame Arrow als auch Ice Arrow erhöht. Natürlich steht jetzt hier bei der Angriffsskalierung auch dabei, Dex mal 5,2 und Int mal 2,2. Und hier ist es fast das gleiche, Dex mal 5,5 und Int mal 2,2. Das heißt, es steht natürlich außer Frage, dass Dex hier natürlich der wichtigere Faktor ist. Also man sollte jetzt nicht anfangen, seinen Ranger auf Int zu statten. Das wäre sogar ziemlich dämlich, wenn man das machen würde. Das heißt aber auch, dass Int für den maximalen Schaden unerlässlich ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja gut, aber wie viel Unterschied macht das jetzt tatsächlich? Ich habe das mal in einem kleinen Rahmen getestet, jetzt nicht in einem übertrieben großen Rahmen. Einfach nur um zu zeigen, dass es tatsächlich gar nicht so unerheblich ist. Und dass man eventuell, also je nach Budget natürlich, aber zumindest auch über Events und so, darüber nachdenken könnte, sich eventuell für den AoE Ranger tatsächlich Int-Power-Ups zu besorgen. Zum Beispiel die große Int-Flask, wo Int plus 20 gibt. Ja, und ich finde das persönlich einfach sehr interessant, weil das ja grundsätzlich etwas schon Ungewöhnliches ist, dass hier eine Klasse 2 Werte in einem Skill verbraucht. Das ist nicht der einzige Fall, der Ranger ist nicht der einzige, der es kann, aber es ist schon extrem selten und ganz ehrlich, für Flive-Verhältnisse ist das schon fast hochkomplex, ja. Und die Lore dahinter ist eigentlich auch ganz interessant. Weil im Endeffekt ist es ja so, dass es nur bei den beiden Skills so ist. Also zum Beispiel bei Poison Arrow ist es nicht so. Könnte man ja auch denken, okay, vielleicht ist das Poison Arrow auch so. Ist es tatsächlich nicht. Und es ist auch sonst nirgendwo so. Ja? Also es ist wirklich nur bei Ice und Flame Arrow so. Und der Grund dafür ist eigentlich auch, also das ist nur eine Vermutung, meine persönliche Theorie, relativ logisch. Weil du hast ja grundsätzlich diese ganzen Pfeil-Skills, die sind natürlich alle physisch. Und physisch basiert halt natürlich auf Dex beim Ranger. Das ist von der Klasse her so gegeben. Und warum die beiden aber auch mit Int skalieren, ist wahrscheinlich der Grund, weil sie halt mit Flame und Ice Arrow, also mit Ice Element verbunden sind. Und das kommt ja quasi vom Magier. Der Magier hat ja quasi, oder der Elementor, hat ja Ice Skills und Feuer Skills und das sind ja Magieangriffe. Und der Ranger nutzt quasi beides und deswegen skaliert es auch auf beides. Also ich finde, das macht eigentlich auch Sinn, wenn man so darüber nachdenkt und finde das eigentlich auch echt cool. Und es wäre auch cool bei zukünftigen Skills, wenn es ein bisschen komplexer wird. Natürlich wäre es jetzt nicht gut, wenn plötzlich Skills anfangen, auf STA zu skalieren oder so, bei einer Damage-Klasse oder bei einer klassischen Damage-Klasse oder so. Das würde jetzt vielleicht nicht so viel Sinn ergeben. Aber so grundsätzlich mal so ein bisschen was Neues reinthrowen, was so ein bisschen besonders ist oder so, oder vielleicht auch ein bisschen mehr drüber nachdenken müsst oder so, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt zeige ich euch noch kurz die Auswertung von dem, was ich getestet habe, um eben nochmal zu zeigen, dass das nicht irrelevant ist mit den Int, aber halt natürlich nicht so viel ausmacht wie Dex. Das zeigt uns, wie gesagt, schon die Skalierung, das ist eigentlich offensichtlich. Aber hier haben wir quasi den Basisschaden von Ice Arrow jetzt einfach von meinem Ranger ohne Buffs genommen. Dann mit Dex plus 7, Potion, ne, wie heißen die kleinen Dinger nochmal? Flask. Und mit Int plus 7 Flask. Und der Durchschnitt, ihr seht ihn hier unten, das sind einfach 10 Angriffe, also 10 Skills, geteilt durch 10 wieder. Und wir kommen hier auf 12,16 Basis. Dex plus 7 ist 12,745. Und Int plus 7 ist aber doch tatsächlich, oh hoppla, 12,663. Also ziemlich genau in der Mitte, nicht ganz. Wie gesagt, wir haben die Skalierung in der gerade schon gesehen. Aber ich finde, das zeigt einfach, dass wenn man jetzt hier zum Beispiel auch Int plus 20 nochmal überdenkt, dann wäre es nochmal ein bisschen mehr. Klar, ist nicht die Welt ein Unterschied, aber wenn man halt, wie gesagt, und ich war jetzt auch ungebufft und so, also ohne Link Attack, ohne Power-Ups und alles drum und dran, man kann da wirklich schon ein paar tausend Schaden wahrscheinlich mit so einer 20er Int-Flask rauskitzeln bei Ice Arrow. Und bei Flame Arrow ist es das gleiche. Hier haben wir in der Basis 20,667. Das ist quasi der erste Tick vom Damage over Time und der Basisschaden zusammengerechnet. Ich hätte jetzt natürlich auch einfach nur den Basisschaden nehmen können. Das Ergebnis wäre mehr oder weniger das gleiche. Aber
Int erhöht ja tatsächlich auch den Damage over Time. Von dem her wäre es ja irgendwie unlogisch, wenn man den nicht mit berücksichtigen würde. Aber es wäre natürlich auch wiederum ein bisschen unlogisch, wenn man den kompletten Damage over Time mit berücksichtigen würde, weil der ist ja dann wiederum immer der gleiche. Deswegen habe ich immer den ersten Tick vom Damage over Time hier noch mitgenommen. Und ja, wie gesagt, 20667 auf Basis. Mit Dex plus 7 20888, also fast 200 mehr. Und mit Int plus 7 20734, also circa 70 mehr. Ja, das heißt, was lernen wir? Als Ranger ist es nicht klug, sich zum Beispiel kein Mantis einzubuffen. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die das nicht machen. Also, wobei man natürlich dazu sagen muss, natürlich nur, wenn man Ice und Flame Arrow benutzt, also AoE Ranger, entweder Hit and Run im Low Level oder im High Level dann Face Tank. Aber wie gesagt, das ist etwas, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es ein paar Leute nicht auf dem Schirm haben. Und was ihr auf jeden Fall nicht machen solltet, ist eure Int-Power-Ups wegschmeißen. Mag nicht viel ausmachen, aber ich sag mal so, man nimmt ja eigentlich jeden Damage mit, vor allem wenn man ihn geschenkt bekommt von Events oder so. Und ja, wobei man jetzt natürlich sagen muss, Int plus 3 ist das kleinste Power-Up, was es gibt, die Zuckerwatte. Gut, da kann man jetzt wirklich sagen, das könnte man vernachlässigen, weil ich meine, ich meine, hier sind es 70 mit 7, mit 20 wären es, keine Ahnung, wären es wahrscheinlich 180 vielleicht oder so. Wenn man das mit Link Attack, Upcut Stone mit allem drum und dran nochmal hochrechnet, das ist dann wirklich was. Ja, also da könnten, wie gesagt, je nach Equipment, je nach Level und so weiter, könnten dann irgendwann locker mal 1000, 2000 Schaden vielleicht rausspringen. Bei Int plus 3 wird das niemals passieren. Ich meine, Int plus 3 wird niemals mehr als wahrscheinlich 100 Schaden oder 200, 300 Schaden oder so geben. Ja, aber wie gesagt, ist einfach nur ganz interessant, finde ich. So ein kleiner Fun-Fact für den Ranger. Und ich wette, das wussten einige auf jeden Fall noch nicht. Das heißt, in der Zukunft vielleicht die Skills sich mal genauer durchlesen, was da eigentlich steht. Und wie gesagt, bei den meisten Klassen ist es allerdings so, dass es wirklich sehr linear ist. Also entweder Full Dex, zum Beispiel beim Blade, oder Full STR. Damage ist es selten gemischt, gibt es nur ganz, ganz selten. Aber es gibt es und man sollte wissen, wo das so ist. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.